Speak on tonight's theme about what matters most to me, to you, and all of us Americans: freedom. There are people who want you to see our country as a nation of us against them, people who want to scare you, who want to rule you, people who'd have you believe that books are dangerous. Es geschah live und niemand sah es kommen. Oprah Winfrey, die Königin des Tages und eine der einflussreichsten Stimmen Amerikas, hielt gerade eine so eindringliche Rede, dass Donald Trump wütend wurde und die Zuschauer waren absolut fassungslos. Denn was hat sie gesagt? Es hat Trump vor Millionen Menschen niedergeschlagen. Während eines Live-Auftritts bei einer großen öffentlichen Veranstaltung betrat Oprah die Bühne, um über Wahrheit, Führung und Integrität zu sprechen. Zuerst klang es wie eine Motivationsrede, bis sie sich umdrehte. People who seek first to divide and then to conquer. But here's the thing. When we stand together, it is impossible to conquer us. Sie hatte genug von Donald. Oprah Winfrey. Ja, Oprah. Die Königin der Coolness. Die Ikone. Die in einen Raum gehen und jedem das Gefühl geben konnte, die wichtigste Person der Welt zu sein. Oprah intervenierte nach seinem kurzen Ausbruch im Live-Fernsehen und tat, was Oprah am besten kann, es geschafft. Und mit damit umgegangen, meine ich, dass sie eine Wahrheitsbombe auf ihn geworfen hat, die so groß war, dass seine Frisur noch absurder als normal wirkte. Ja, genau, da ging sie. You know who else should be ashamed? Fox. Because I've seen Oprah on Fox about 50 times making the same statement. And I think it's a disgrace what Fox does. Ist Oprah zu weit gegangen? Kommentieren Sie 1 für Ja, 0 für Nein, das geht schnell viral. Seien wir mal ehrlich. Man verhält sich nicht gerade wie ein gelassener Erwachsener, wenn man Donald Trump ist und einen schweren Zusammenbruch hat. Oh nein, du benimmst dich wie ein Kleinkind, das noch nicht geschlafen hat und völlig zusammenbricht. From having the state deny them the abortion that their doctor explained was medically necessary. And they've told us these things for one reason, and that is to keep what happened to them from happening to anybody else. Because if you do not have autonomy over this, if you cannot control when and how you choose to bring your children into this world and how they are raised and supported, there is no American dream. Seitdem, nun ja, seit Ewigkeiten hat der Mann Anfälle. Oprah hat jedoch etwas erreicht, was noch nie zuvor geschehen war. Sie offenbarte der Welt seine wahre Natur. Ein Mann, dessen emotionale Entwicklung zwischen der Mittelschule und den Anfängen der Lehre gefangen ist. Ein Mann, der keine Kritik akzeptieren kann. Oprah hat was getan. Es war, als ob sie einfach vor einen tobenden, brüllenden Sturm des Narzissmus trat und erklärte, weißt du was? Ich bin damit fertig. Offensichtlich ließ sie metaphorisch das Mikrofon fallen. Lassen Sie uns darüber diskutieren. These are complicated times, people, and they require adult conversation. And I welcome those conversations because civilized debate is vital to democracy and it is the best of America. Wenn es Ihnen gefällt, abonnieren Sie bitte den Support uns. Dankeschön. Trump hat es nicht gut aufgenommen, weil er Trump ist. Das emotionale Spektrum dieses Mannes ist vergleichbar mit dem eines Snapchat-Filters. Er beklagt sich im Fernsehen darüber, wie unfair das Leben in einem Moment sei. Und im nächsten geht es ihm wieder gut. Ist das klassischer Trump? Anstatt die Verkäuferin höflich zu fragen, ob sie noch Vanille haben, fängt Trump einfach an zu schreien, dass die gesamte Eisindustrie gegen ihn voreingenommen sei. Es ist, als würde man zusehen, wie jemand wütend wird, weil seine Lieblingssorte nicht verfügbar ist. Währenddessen sitzt Oprah da und schaut ihn an und fragt, wirklich? An mit einem kühlen Kopf. Wir machen das so? Having a big impact on her. Mad character. And I thought it was great. And you know, Oprah used to really like me. She was here many times. Yeah. She loved my key lime pie. We have key lime pie, and she loved a lot of things about Mar-a-Lago. Yeah. And Oprah's terrific. But once I announced I was running and I said, we have to have strong borders, we have to have this, we have to have that, we've sort of lost. Das Bemerkenswerte an diesem Umstand ist, dass Oprah Winfrey auf eine Art und Weise mit Menschen umgeht,
Nun ja, nicht besonders trumpianisch ist. Wie ein Kind im Zuckerrausch ist sie nicht da draußen und verbreitet Fehlinformationen. Sie redet nicht endlos über die aktuellen Trends. Oprah Racknett. Sie ist cool. Sie weiß genau, was sie tut. Ehrlich gesagt hatte Trump keine Ahnung, was ihn getroffen hatte. Wie immer verhielt er sich, als ob er das Sagen hätte, indem er Befehle gab, andere beleidigte und so tat, als sei sein orangefarbenes Ego der Mittelpunkt des Universums. Allerdings brachte Oprah ihn ruhig und, seien wir ehrlich, auf wunderbare Weise zum Schweigen. Possibly seek the candidacy of the Reform Party. Do you have a vice presidential candidate in mind? Well, I really haven't gotten quite there yet. It's just Oprah. I love Oprah. Oprah would always be my first choice. Oprah. Oprah, your competitor, right? No, Oprah's competitor. You know what? No I'll tell you, she's really a great woman. Though. She is a terrific woman. She's somebody that's very special. I have not even. Trump würde das nicht einfach hinnehmen, wie es seine Gewohnheit ist. Leider glaubt dieser Mann fest an Vergeltung, auch wenn das bedeutet, dass sie völlig unterlegen sind. Es ist ähnlich wie wenn ein Boxer bewusstlos ist und dennoch verlangt, in den Ring zurückzukehren, um es noch einmal zu versuchen. Sie sehen, Trumps Waffen sind eher bizarre Anschuldigungen und seltsame Unwahrheiten als Fäuste. Sein Plan für ein Comeback? Geben Sie weiterhin der Hoffnung Luft, dass die Leute irgendwann vergessen würden, wie völlig lächerlich alles ist, was er sagt. Allerdings hatte Oprah nicht die Absicht, dies zuzulassen. Trump präsentierte Briefe, die er im Laufe der Jahre erhalten hatte, in einem von ihm herausgebrachten Buch. Trump has released a book where he's published letters that he's received over the years. One of your letters is front and center. I heard about that. Okay, back in 2000, you wrote him, "Too bad we're not running for office. What a team." I think he'd written a book and said that he wanted me to be his running mate. If he decided to Yeah, run. if he decided to run. And when I heard that this letter is now going to be a part of a book, I thought, oh, wasn't that nice of me to write? Stellen Sie sich Trump mit verrückten Augen und vielleicht mehr Blinzeln als normal vor. Denn seien wir ehrlich, er wirkt immer nur dann wirklich aufgeregt, wenn ihm eine schwierige Frage gestellt wird. Er schimpft darüber, wie unfair die Dinge seien, wie alle sich über ihn lustig machen und dass niemand die Genialität hinter seiner Haarpflegeroutine versteht. Er schwingt seine Hände herum, als wollte er eine besonders lästige Fliege verscheuchen. Es ist so, als würde man miterleben, wie ein Kind es verliert, weil ihm jemand sein Spielzeug weggenommen hat. Oprah sitzt einfach da und ihre Gelassenheit scheint wie ein Lichtstrahl inmitten von Trumps Verrücktheit. Wie eine Katze, die eine Maus sieht, die versucht, sich aus einer Falle herauszureden, trinkt sie höchstwahrscheinlich Tee und beobachtet ihn. Wenn Oprah endlich spricht, ist es, als würde man zusehen, wie jemand mit einem einzigen Atemzug ein Kartenhaus vorsichtig zum Einsturz bringt. Sie sagt ihm die Wahrheit mit ihrem berühmten Lächeln und das mit einer Leichtigkeit, die beinahe gemein wirkt. Trump fragt sich, ob er zufällig in ein Tutorial zum Thema Demut geraten ist, während ihn die Wucht ihrer Bemerkungen mit der Genauigkeit einer Tonne Ziegelsteine trifft. That's what I thought. Because I'm always like, oh, I should write a note. The person did this, or I should write a note. So I'm really happy that I wrote a note. Yeah, it just shows you have good manners, but you're not thinking you and Donald Trump would be a team. No. You weren't thinking it I then, might have just thought already. it back then. I might have thought it 23 years ago. Yes. Are you thinking that today? No, I'm not thinking. Okay. You want to clear? Genau zu diesem Zeitpunkt tat Trump das, was er am besten kann, Terror zu zeigen, als ob er es nicht einmal begreifen könnte. Oprahs Reaction, die cool, gefasst und voller Wahrheit war, hatte einen so tiefgreifenden Eindruck auf ihn, dass er zu aufgewühlt war, um überhaupt zu wissen, wie er seinen kleinen Wutanfall fortsetzen sollte. Es ist, als würde man einem kleinen Kind dabei zusehen, wie es entdeckt, dass es von jemandem mit einer weitaus höheren Intelligenz übertrumpft wurde. Andererseits ist es wichtig anzumerken, dass Trump nie wirklich in der Lage war, mit Kritik umzugehen. Falls Sie seinem Berufsleben Aufmerksamkeit geschenkt haben, scheint es, dass das ganze Leben des Mannes eine Lektion darin war, jede Art von echter Selbstbeobachtung zu vermeiden. Wenn die Dinge schwierig werden, verdoppelt er einfach den Takt, platzt mit noch mehr absurdem Mist heraus und hofft, dass die Leute vergessen, wann er das letzte Mal etwas gesagt hat, das völlig unverständlich war. Because we are a country of people who work hard for the money. We wish our brothers and sisters well and we pray for peace. We know all the old tricks and tropes that are designed to distract us from what actually matters, but we are beyond ridiculous tweets and lies and foolery.
These are complicated times, people, and they require adult. Allerdings, Oprah? Oprah verdient ihren Lebensunterhalt nicht damit, Dinge zu vergessen. Oprah erinnert sich. Darüber hinaus sorgt sie dafür, dass sich jeder an das erinnert, woran sie sich erinnert. Trumps ohnehin schon brüchiges Ego erlitt nach ihrer kleinen Enthüllung einen schweren Schlag. Das muss so ausgesehen haben, als würden eine Menge Steine auf jemanden fallen, der es genießt, als der starke Kerl anzugeben, der nicht zu erschüttern ist. Oprahs Ausführungen haben die Wucht eines Güterzuges und die Eleganz einer Balletttänzerin. Als Trumps Verstand versuchte zu begreifen, was gerade geschehen war, konnte man praktisch das kollektive Aufkeuchen der Nation hören. Für Trump war das eine völlige Katastrophe. Für ihn war der Zusammenbruch nicht nur ein schrecklicher Moment, es diente als deutliche Erinnerung daran, dass er es trotz seiner Ausbrüche und seiner Versuche, seine Unbesiegbarkeit zur Schau zu stellen, nicht ist. Tatsächlich ist Trump brüchig. Er war immer brüchig. Er bricht unter Druck zusammen und blüht bei Anerkennung auf. Er ist der Typ Mensch, der ständig im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen möchte. Es sei denn, er ist es nicht. Und er klappt wie ein billiges Kartenspiel. Wenn sich der wahre Fokus auf ihn verlagert und jemand wirklich die Initiative ergreift, ihn zu befragen. Now, there's a certain candidate that says if we just go to the polls this one time, that we'll never have to do it again. Well, you know what? You're looking at a registered independent who's proud to vote again and again and again because I'm an American and that's what Americans do. Ehrlich gesagt ist es eigentlich ziemlich tragisch. Um alle und vielleicht sogar sich selbst davon zu überzeugen, dass er unantastbar ist, wird er mit zunehmender Lautstärke seines Geschreis immer hektischer. Für ihn gibt es jedoch eine eklatante Unsicherheit, die sich jedes Mal bemerkbar macht, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er es sich wünscht. Die Erfahrung ist vergleichbar mit der Beobachtung eines Ballons, dessen Luft entleert wurde, wenn er auf reale Auswirkungen oder eine echte Bedrohung für sein Ego stößt. Diese abgestandene Luft wurde vertrieben, sein Selbstvertrauen schwindet, und sie müssen sich nur noch mit dem Schlamassel auseinandersetzen, das ein Mann mit sich bringt, der dem Feuer nicht standhalten kann. Es ist keine Stärke, vielmehr ist es die Angst, die sich als Macht tarnt. Was die Mängel seiner Rüstung angeht, wird es immer schwieriger, sie zu ignorieren. Aber lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Durch diesen Zusammenbruch erlitt Trump nicht nur einen persönlichen Verlust. Nein, es war eine Show für die breite Öffentlichkeit. Wenn man sich so etwas ansieht, kommt man nicht umhin, sich zu fragen, wie jemand jemals glauben konnte, dass dieser Mann für irgendeinen Job qualifiziert ist, geschweige denn für den mächtigsten der Welt. Ein Mann, der vor der Kamera einen Anfall bekommt, ist nicht das einzige Ereignis, das sich hier abspielt. Das Thema dieser Geschichte ist jemand, der seine ganze Karriere damit verbracht hat, alle um ihn herum davon zu überzeugen, dass er diese überlebensgroße Person ist. Trotzdem konnte Oprah durchschauen. Außerdem stand sie nicht nur da und ließ alles geschehen. Sie enthüllte, dass er der unsichere und narzisstische Mannkind war, der er unter der Oberfläche tatsächlich ist. People who'd have you believe that books are dangerous and assault rifles are safe. That there's a right way to worship and a wrong way to love. People who seek first to divide and then to conquer. But here's the thing. When we stand together, it is impossible to conquer us. Die ruhige und gelassene Art, mit der Oprah auf Trumps spektakulären Wutanfall reagierte, kam dem Drücken des Reset-Knopfes mitten in einem destabilisierenden Sturm gleich. Ein kurzer Moment völliger Klarheit inmitten des Lärms. Oprah behauptete sich mit unerschütterlicher Gelassenheit und verwandelte den gesamten Vorfall in eine Lektion in Grace Under Fire. Trump war wütend und versuchte, sie aus der Fassung zu bringen. Aber Oprah blieb ungerührt. Es ist möglich, dass er erwartet hatte, dass seine Schimpftirade sie beunruhigen würde. Doch Oprah ging mit der Sachkenntnis eines erfahrenen Profis mit der Situation um und verwandelte den Umstand in eine Chance, das Gespräch völlig neu zu beginnen. Die Frauen und Männer, die dafür kämpfen, dass wir nicht in eine Zeit der Verzweiflung, der Demütigung und des eiskalten Terrors zurückkehren, sind die neuen Freiheitskämpfer. Sie kämpfen darum, dass wir nicht in diese Zeit zurückkehren. Es besteht auch kaum ein Zweifel daran,
dass sie die Größten in den Vereinigten Staaten sind. Es ging Oprah nicht nur darum, die Fassung zu bewahren. Bei der Konfrontation mit Manipulation ging es darum, eine lebendige Verkörperung der Wahrheit zu werden. Was sie genau tat, war ihr kein Geheimnis. Trotz der Tatsache, dass Trump brüllte und den Raum mit Lärm erfüllte, blieb sie eine unbewegliche Kraft und lenkte den Diskurs geschickt auf die wirklich wichtigen Themen zurück. Trotz all seiner Tapferkeit war es offensichtlich, dass Trumps Ego so zerbrechlich war wie nie zuvor. Und es war ziemlich einfach für jeden, der es wagte, sich von seiner Theatralik nicht stören zu lassen, es vollständig zu erschüttern. Seine Antworten waren so vorhersehbar wie die Morgendämmerung und seine Fähigkeit, mit echtem Druck jeglicher Art umzugehen, war nahezu nicht vorhanden. Trotz der Tatsache, dass Trump möglicherweise versucht, mit seinem Aufruhr die Erzählung zu dominieren, zeigte Oprah, dass Eleganz, Gelassenheit und unerschütterliches Selbstvertrauen die Qualitäten sind, die letztendlich siegen. The women and men who are battling to keep us from going back to a time of desperation and shame and stone cold fear, they are the new freedom fighters. And make no mistake, they are the best of America. Im Gegensatz dazu schien Oprah von der Situation unbeeindruckt zu sein. Es war nicht nötig, dass sie ihre Stimme erhob. Und es war auch nicht nötig, dass sie ihn anbrüllte, während Trump herumfummelte und versuchte, irgendetwas zu finden. Irgendetwas, das bleiben konnte. Ließ Oprah einfach ihr ruhiges Auftreten und ihre gut durchdachten Worte die Arbeit für sich erledigen. Jede einzelne Aussage, die sie sagte, war wie eine sanfte Brise, die seine Versuche, sie aus der Fassung zu bringen, zunichte machte. Der Druck ließ sie nicht nachgeben. Sie war die Besitzerin davon. Where is Trump? Das war eine Lektion, die er auf die harte Tour lernen musste. Seine lautstarken und stürmischen Aktionen erwiesen sich mehrfach als wirkungslos, wenn er mit einer Person konfrontiert wurde, die nicht an dem Drama teilnahm. Inmitten des Lärms von Trumps Possen, seinen dramatischen Behauptungen, seinen verrückten Anschuldigungen und seinem nie enden wollenden Bedürfnis, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, kann es leicht passieren, dass man die Orientierung verliert und den Überblick über die Situation verliert. Andererseits hat Oprah bereits gezeigt, dass die wahre Macht in der Fähigkeit liegt, das Gleichgewicht zu bewahren und zu vermeiden, in ein Spiel hineingezogen zu werden, dem man bewusst überlegen ist. Die Wutanfälle, die Trump auslöst, sind nichts weiter als eine Ablenkung, ein verzweifelter Ruf nach Aufmerksamkeit. Und Oprah weiß genau, wie sie damit umgehen soll. Die Notwendigkeit, sich auf sein Niveau herabzusetzen, ist nicht notwendig. Vor allem triumphiert sie. Darüber hinaus ist sie erfolgreich, wenn sie ihre Gelassenheit und Konzentration behält. Über Twitter äußert sich Präsident Trump gegen Oprahs Diskussionsrunde mit parteiischen Wählern in Michigan. Dieser Abschnitt wurde gestern Abend auf 60 Minutes ausgestrahlt. Der Präsident twitterte teilweise, Zitat, die Fragen waren voreingenommen und schräg. Die Fakten sind falsch. Ich hoffe, Oprah rennt, damit sie wie alle anderen entlarvt und besiegt werden kann. Im vergangenen Herbst sprach Oprah Winfrey mit 14 Wählern aus Michigan, von denen 7 für Donald Trump stimmten. Winfrey setzte sich erneut mit den Wählern zusammen, um ihre Meinung zum Präsidenten zu erfahren. Wenn Donald Trump also das nächste Mal versucht, einen Wutanfall zu bekommen oder eine weitere lächerliche Behauptung aufzustellen, denken Sie einfach daran, dass Oprah Winfrey ihm zuvor die Tür vor der Nase zugeschlagen hat. Und sie wird es wieder tun, während sie hier draußen die Kunst der Stille, des Wissens und der Wahrheit perfektioniert. Scheint es, als sei er in einer Schleife hektischer Kakophonie gefangen. Im Umgang mit Mitgliedern der Trump-Administration sind Gelassenheit, Eleganz und das Sagen der Wahrheit die wirksamsten Waffen. Sie sind auch weitaus effektiver als der Mist, den er im folgenden Satz von sich geben wird. Oprah hat den Standard bereits etabliert. Es liegt an Trump, sich zu bemühen, ihn zu gewinnen. Etwas, wozu er anscheinend nie in der Lage war. Wie haben Sie auf Oprahs Live-Debatte gegen Trump reagiert? Schreiben Sie unten Ihre Gedanken und halten Sie sich nicht zurück. Drücken Sie den Gefällt mir-Button, wenn Oprahs Worte Sie begeistern. Und tippen Sie auf Abonnieren, um weitere atemberaubende Momente zu erleben, in denen die größten Namen den Mächtigen die Wahrheit sagen. Denn in einer Welt voller Lärm, manchmal kann eine Stimme den Raum noch erschüttern.